Wir fahren nach Berlin. Ich habe eine Einladung bekommen für die große Weltpremiere von den Michael Jackson Kinofilm Michael. In Berlin in der Uber Arena am 10. April wird erstmalig Michael der Öffentlichkeit vorgestellt im Rahmen einer Weltpremiere. Mit dabei ist der Cast, Schauspieler aus dem Film, Regisseur, Produzenten, Jackson-Familie und wahrscheinlich tonnenweise an Stars, die das Ganze mit begleiten werden. Und die Michael Jackson Community wurde auch eingeladen. Viele Freunde von mir sind auch vor Ort. Wir reisen alle nach Berlin, um dabei zu sein bei der großen Weltpremiere. Hallo zusammen, ich bin euer Harry, ihr seid bei MJ Update. Auf diesem Kanal präsentiere ich euch schon seit über 3 Jahren alle Michael Jackson News, Veranstaltungen und Events, die mit Michael Jackson zusammenhängen. Und da passt jetzt natürlich auch die große Filmpremiere zu. In der nächsten Woche und in den nächsten Wochen begleite ich das Biopic, so wie ich das schon in den letzten Jahren begleitet habe. Auf meinem Kanal findet ihr ungefähr 8, 9 Folgen, die sich nur um das aktuelle Biopic drehen. Ich habe die Vorbereitungen begleitet, ich habe immer über aktuelle News berichtet und habe euch damit immer auf den Laufenden gehalten, was gerade in der Michael Jackson Community rund um das Biopic los ist. Am Montag vor einer Woche gingen die ersten Einladungen raus für das Biopic. Einmal gibt es den Bereich der geladenen Gäste. Das sind Prominente, das ist der Cast, das sind wahrscheinlich auch Journalisten, Filmjournalisten und so weiter. Ein anderer Teil an Tickets ging an die Michael Jackson Community raus oder an Menschen, die sich eben für dieses Event interessiert haben. Angekündigt als Global Fan Celebration Michael, also als Fan-Event auch für Michael Jackson Fans, hat Universal Deutschland das international promotet. Also nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA. Überall hat man Werbung für dieses Event gemacht, um eben Fans auch zur Premiere zu locken. Auf universal.de und auf deren Social-Media-Kanälen gab es einen Link, den man anklicken konnte als Interessierter. Und da konnte man sich für ein Gewinnspiel registrieren, um Tickets für diese Premiere zu gewinnen. Tickets ist der falsche Ausdruck, um eine Einladung für dieses Event zu gewinnen. So ist es richtig. Und das Ganze ging, glaube ich, ein Wochenende lang. Ich weiß gar nicht mehr wie lange. Es kam mir auf jeden Fall ewig vor, aber es war, glaube ich, nur ungefähr eine Woche. Am Montag, letzte Woche Montag, ich komme mit den Zeiten durcheinander, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall montags gingen die ersten Gewinner, wurden benachrichtigt per E-Mail. Du bist dabei, eine Einladung haben die ersten bekommen. Und da war ich mega enttäuscht, weil ich da nicht bei war. Ich habe schon gedacht, oh Mist, das war es jetzt. In diesem ersten Schub wurden Kinoplätze ausgelost für die Premiere. Und da hat man erfahren, dass Michael insgesamt, also der Film Michael, insgesamt in 6 Räumen gezeigt wird. Also 6 Kinosäle, weil Michael einmal in der Originalversion gezeigt wurde, ohne Untertitel, also auf Englisch, und 5-mal auch auf Englisch, aber immer mit Untertitel. Deutsche Untertitel, also die Originaltonspur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, mit französischen Untertiteln, mit spanischen Untertiteln, mit portugiesischen Untertiteln und mit koreanischen Untertiteln. In diesen 6 Versionen wird Michael am 10. April das allererste Mal in Berlin uraufgeführt. Die Einladungen für das Event sind eben Einladungen, weil der Zugang eben personalisiert ist und auch kostenlos ist. Und man rechnet ungefähr damit, dass die Hälfte der Tickets an Fans ging und die andere Hälfte an Tickets gehen eben an offiziell geladene Gäste. Ich war enttäuscht auf jeden Fall, dass ich kein Ticket am Montag bekommen habe. Und in meiner Michael Jackson Bubble, in der ich unterwegs bin, da war es tatsächlich so, dass die Hälfte ein Ticket schon bekommen haben und die andere Hälfte kein Ticket. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen mehr als die Hälfte war, die schon ein Ticket hatte.
Und da war ich natürlich sehr enttäuscht und das hat wehgetan, dass ich kein Ticket bekommen hatte. Aber ihr, auch meine Bubble, auch hier meine Community auf Instagram und TikTok und auch hier auf YouTube, ihr habt mich alle positiv unterstützt und begleitet und ich habe ganz viele liebe Chat-Nachrichten bekommen von Leuten von euch, die auch überlegt haben, was kann man denn da noch machen? Gewinnspiele sind ja noch am Start, also man kann noch über verschiedene Gewinnspiele, über Radiosender, Fernsehsender und so weiter noch Tickets für die Filmpremiere bekommen. Da habe ich natürlich auch überall mitgemacht. Das war dann letzte Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und ja, im Laufe der Woche ging meine Laune immer weiter runter. Und am Freitag war meine Laune schon so, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich werde nicht nach Berlin fahren, weil man weiß gar nicht, was da stattfindet. Und viele haben gesagt, ja, da wird wahrscheinlich nur der Film laufen und dann gibt es vielleicht eine kleine Ausstellung, wo man mal so 5 Minuten durchlaufen kann. Und da habe ich mir auch überlegt, will ich dafür nach Berlin fahren? Ich weiß es nicht. Letzten Freitag war es tatsächlich so, dass ich auf einmal eine E-Mail bekommen habe mit meiner Inviting zu der Global Fan Celebration und mir wurde heiß und kalt und ich habe mich so gefreut darüber, dass ich dieses Ticket bekommen habe für diese Einladung. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe mich mega gefreut und direkt in meinen Freundeskreis haben auch einige, die auch genauso gewartet haben wie ich, auch gesagt, ich habe auch ein Ticket, und es ging die Runde und wir haben uns alle super gefreut. Also ich kann das gar nicht beschreiben und wahrscheinlich jemand, der nicht so ein Fanherz hat oder eine Fanleidenschaft nachvollziehen kann, versteht es nicht, aber ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Ja, die deutsche Michael Jackson Fan-Community, die wird ziemlich sicher bei der Premiere in Berlin dabei sein. Und auch viele meiner Freunde, die ihr hier aus den verschiedenen MJ-Update-Folgen kennt, werden vor Ort sein. Und auch internationale Fans werden hier nach Deutschland reisen, um eben diese große Premiere zu begleiten. Also es wird ein ganz spannendes Wochenende und damit waren die Einladungen vorbei. Das heißt, am Montag und am Freitag gab es 2 Wellen mit Einladungen für die offizielle Premiere. Und am Montag, also jetzt vor 2 Tagen, wo ich das hier aufnehme, hat Universal Deutschland noch einen weiteren Link veröffentlicht auf seinen Social-Media-Plattformen. Das kam ganz plötzlich. Ich war hier gerade am Putzen und mein guter Freund Chris hatte mich angerufen und gesagt, geh schnell online, du musst dich anmelden, sonst ist das nachher ausverkauft oder ausgebucht. Weil es gibt noch 3 weitere Veranstaltungen, die mit der Michael Jackson Fan Celebration zusammenhängen. Am Freitag, den 10. April, findet die Premiere statt. Das ist gebucht, da habe ich am Freitag das Ticket für bekommen. Und einen Tag später, am Samstag, finden 3 weitere Veranstaltungen statt. Einmal morgens um 10:30 Uhr findet ein Panel statt, ein Interview mit dem Cast von Michael. Also da gibt es wahrscheinlich so ein Podium, dass die Schauspieler vorne sind und wahrscheinlich alle, die ein Ticket dafür haben, können aus dem Publikum heraus Fragen stellen. Wahrscheinlich sind da auch Journalisten vor Ort. Ab 12:30 Uhr bis in den Nachmittag hinein, ich weiß nicht wie lange, findet eine Ausstellung statt mit Kostümen aus dem Michael-Film. Keine echten Michael-Sachen, die Michael auch wirklich anhatte. In dieser Ausstellung werden eben Devotionalien aus dem Film gezeigt. Filmsets vielleicht aufgebaut. Da gibt es eben eine kleine Ausstellung, in der man sich in 3 oder in 4 Zeitslots einbuchen konnte. Und ich glaube, diese Timeslots sind auch noch offen, da könntet ihr euch noch einbuchen. Und zuletzt das 3. Event an dem Samstag ist die große Michael Jackson Party am Abend, die, glaube ich, um 17:30 Uhr oder 18:30 Uhr startet und bis Mitternacht geht. Eine Michael Jackson Celebration kann man das jetzt wirklich nennen. Wir haben den Kinofilm, wir haben einmal ein Panel mit dem Cast, eine Ausstellung und eine Party. Und am Sonntag ist die Ausstellung auch noch geöffnet. Das heißt, für den Sonntag könnte man sich auch noch Tickets für die Ausstellung buchen. Damit haben wir hier das gesamte Wochenende abgedeckt und es findet in Berlin wirklich
eine riesige Fan-Celebration statt und das Biopic bekommt hier in Europa, in Deutschland, die weltweite Aufmerksamkeit, die das Biopic auch braucht. Und ich vermute mal, dass auf dieser Celebration ganz viel gefilmt wird, Promomaterial aufgenommen wird, das danach in den Wochen auch medial, international verbreitet wird, um so eben auch Werbung zu machen für den Film. Wer nicht bei der Premiere dabei ist, kann den Film ab dem 23. April in Deutschland in den deutschen Kinos besuchen. Ab dem 6. April soll der Kinovorverkauf beginnen. Guckt einfach im Kino eures Vertrauens nach dem Programm, da werdet ihr ganz bestimmt fündig. Ich verabschiede mich jetzt in ein langes Michael Jackson Wochenende, aber folgt mir auf meinen Social Media Kanälen. Ich bin auf TikTok, auf Instagram, natürlich hier auf YouTube. Ich werde die nächsten Tage überall dort begleiten und euch auch dort auf den Laufenden halten, was so passiert. Nach diesem Wochenende warten auf den Kanal ganz viele Special-Folgen über dieses Event. Ein Bericht, wie es vor Ort war, eine Film-Review werde ich sicherlich machen und natürlich alle emotionalen Highlights des Wochenendes euch zeigen. MJ Update on Tour. Hier bei MJ Update erfahrt ihr alles. Liked diese Folge, folgt meinem Kanal und schaut auch mal links und rechts bei TikTok, Instagram vorbei und abonniert mich am besten auch dort. Das ist euer MJ Update Harry und wir sehen uns.